Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Frag den Horst oder Frag Horst Session, Episode 12, Season 2. Und ich freue mich sehr, dass ihr alle live wieder dabei seid. Es ist Montag, der 16.04. und hier in Deutschland hält langsam der Sommereinzug. Also, gute Temperaturen, die bringen unsere Finger auf Trab. Das ist das, was wir uns wünschen. Und jetzt mal erstmal von meiner Seite her alles Liebe und Gute an euch alle. Ich hoffe, ihr seid jetzt schon gut in die Woche gestartet. Jetzt gucken wir mal, wer alles online ist. Christian, Friederike, Darkem, Markus, hallo. Markus, also. Dieter, Markus, Klaus, Servus an euch alle. Gruß Heinz nach Berlin aus dem Badischen. Hier ist der Sommer ausgebrochen. Diese Woche Wahnsinnstemperaturen hier im Süden bei uns, kommen 26 Grad in 2 Tagen. Das ist gigantisch. Grüße aus dem Schwabenländle. Grüße aus dem Badischen. Bild und Ton okay, super. Also, ich bin bereit für eure Fragen. Ich hoffe, dass einiges sich wieder angesammelt hat innerhalb von einer Woche, obwohl ich ja Woche für Woche sehr, sehr viel beantworte. Ich habe mir überlegt, ob ich das nicht jetzt reduziere, vielleicht auf 1-2 Mal im Monat. Ja, aber im Moment scheint es euch ja gut zu tun, hier mich mit euren Fragen bei Trab und bei Laune zu halten. Geht mir genauso. Super. Also, lass mal hören. So, Sound. Hallo. So, was haben wir hier? I'm from Brazil, you're the best channel. Well, thank you. Thanks a lot, Marquis. So, also, ihr Lieben, ihr könnt schon mal die ersten Fragen bringen. Ich freue mich, wenn es losgeht. Ich habe gerade schon ein bisschen Farbe bekommen. Ne? Dabei war ich die letzten 2 Tage nur mal kurz ein bisschen Radfahren. Und schon kriegt man mehr Farbe ins Gesicht. Ne? Und die Oberarme, die sind noch ein bisschen blass. So, was haben wir hier? Alles gut. Jawohl. Also, wie würdest du ein Ebenholz-Griffbrett pflegen? Nun, hier gibt es 2 Unterschiede bei Ebenholz. Was ist Ebenholz? Ebenholz sind Tropenhölzer und hier muss man unterscheiden zwischen diesen sehr dunklen Ebenhölzern, die ja mittlerweile durch das CITES-Abkommen sozusagen auf dem Index sind und fast unmöglich mehr auf Gitarren verbaut werden können. Das war so dieses ganz dunkle Palisander in den 90ern, das kam, oder Rio Palisander, das kam aus Brasilien, aus dem Regenwald. Und das ist, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr routbar. Das ist durch. Ich habe eine Gitarre mit Ebenholz-Griffbrett, das ist die Blade, Baujahr 1993. Und die braucht relativ wenig, ja, man muss das Ebenholz-Griffbrett mehr reinigen, weil sich ein bisschen mehr, da das sehr feinporig ist, sich ein bisschen mehr Hautpartikel und Staub absetzen. Und ansonsten Rosenholz braucht ein bisschen mehr Pflege. Das ist ein Rosenholzhals, das sieht auch relativ dunkel jetzt aus im Bilde.
Gehen wir mal in die Nahaufnahme, dann könnt ihr das besser sehen. Ja, hier bei jedem Seitenwechsel gucke ich mir dann die Poren an, wie trocken das Holz ist. Und ich wechsle die Seiten relativ oft. Und im Winter, diesen Winter, habe ich diesen Hals zum Beispiel schon zweimal mit Lemon Oil behandelt, weil der ziemlich trocken war. Also das ist auch relativ gut zu sehen an so einem Hals. Wenn das sehr trocken ist, lässt sich das sogar erfühlen. Und dann das Einölen mit Rosenholz, das mache ich immer mit den Fingern. Also da bekomme ich, also ich mache mir das dann auf den Finger, so einen Tropfen, und dann gehe ich so über 2, 3 Bünde, sodass das nicht zu sehr fettig ölig wird, sondern so ein feiner Film drauf ist, und der zieht dann normalerweise innerhalb von circa eine Viertelstunde, 20 Minuten dann im Holz ein. Echtes Ebenholz, dieses ganz dunkle, da genügt es vielleicht einmal im Jahr, das zu fetten. Manche sind so feinporig, da braucht man eigentlich fast kaum mit Zitronenöl rangehen. Das wäre mein Tipp. Immer schön den Hals sauber halten und selbst gucken, wenn das Rosenholz wie an der Gitarre hier zu trocken wird, dann schön einölen das Ganze. Vorher natürlich sauber reinigen, dass da kein Schmutz mehr auf dem Griffbrett ist. Das geht ganz einfach, indem du etwa 1 Liter lauwarmes Wasser in dein Spülbecken und wirklich nur ein ganz minimaler Tropfen Spülmittel, das dann ins Wasser vermischt, und dann mit dem Baumwolltuch die eine Hälfte des Baumwolltuches nass machst, dann alles wegmachst und sofort mit der zweiten Hälfte des Baumwolltuches auch alles wieder trocken wischt. Danach bitte je nach Befund, ich mache es zweimal, denke ich, im Jahr bei Rosenholz, und bei Ebenholz einmal im Jahr oder alle 2 Jahre. Ahornhälse braucht man im Grunde genommen nicht einölen, die sind so feinporig, da reicht es, wenn man den Hals sauber hält. Frank fragt mich, was ich von den neuen Ernie Ball Cobalt halte. Ich habe die getestet und die sind ziemlich gut. Das ist dann letztendlich bei den Saiten eine Geschmackssache. Ich wechsle bei den E-Gitarren ab zwischen Ernie Balls, D'Addario und Elixir. Die neuen Elixir, die ganz neuen, die sind sehr, sehr gut, aber auch teuer, und nicht immer will ich die 13, 14 Euro ausgeben für einen Satz Saiten. Da kann ja auch mal was reißen. Und ansonsten sind D'Addarios 9er, 10er Sätze Nickel-Plated, und eben die Cobalts, die habe ich getestet, die sind sehr gut, oder Nickel-Plated Ernie Ball Strings. Bei den Nickel-Seiten muss man relativ oft wechseln, aber die sind ja auch günstig. Ne? Also da bekommst du für 5 Euro einen Satz, sollte kein Problem sein, da dann 2, 3 Monate drauf zu spielen, wenn man die dann auch immer wieder sauber macht. Das wäre mein Tipp. Die da. Ja, auf der Strat, ich habe hier, glaube ich, auch die Cobalts drauf. Also ist kein Zufall, dass der Frank jetzt danach fragt. Ja, das sind die Ernie Balls, die ich hier drauf habe. Also, die haben auf jeden Fall meine Empfehlung. Ich habe noch ein bisschen lauter gemacht. So, wie ist das mit dem Bellica? Das sind verschiedene Breiten. Oh, jetzt wird es hier zügig kommen die Fragen. Thorsten Wolf, wie ist das mit dem Bellica? Ich habe gemerkt, dass es da verschiedene Breiten gibt. Ist das normal? Bei der Strat gibt es nur eine. Also, was Thorsten meint, ist das hier. Ja, diese wunderbare Geschichte,
die ich unverständlicherweise immer noch nicht bei der Telecaster standardmäßig sehe. Das verstehe ich nicht, dass das hier und das nicht Standard ist. Ne? Dieser Vorarm, das bringt die Hand in die perfekte Position. Ne? Das ist immer für mich unverständlich, dass es nicht für jedes Telecaster-Modell auch eine Version gibt, mit dem Ausschnitt hinten und hier diese bequeme Rundung. Ist auch einer der Gründe, warum ich die Telecaster, obwohl ich sie soundmäßig als eine der Top 3 Gitarren betrachte, sie nicht besitze, weil sie mir vom Handling her einfach unbequem ist. So, Saitendämpfen. Bei mir verschiedene Breiten. Also bei der Strat, lass mir das nochmal beantworten hier, Thorsten. Bei der Strat gibt es da keine verschiedenen Breiten. Das ist höchstens, wir haben verschiedene Bauchumfänge. Ich denke mal, bei anderen Marken, wenn du jetzt zum Beispiel die Cutlass von Music Man dir anguckst, oder es kann sein, dass da ein bisschen das hinten dran ein bisschen anders ist oder an einer Ibanez, aber ansonsten bei der Strat ist das immer gleich. Schwetter, Seitendämpfen. Bei mir liegt dieser Übergangsbereich Dämpfen, ich dämpfe genau über den mittleren Pickup. Da bleibe ich hängen oder es klappert. Nö, also Seitendämpfen. Also hier, bitte lest das mal alle. Seitendämpfen, bei mir liegt der Übergangsbereich Dämpfen, nicht dämpfen, genau über den mittleren. Das kann nicht sein. Die Saiten werden immer hier abgedämpft. Jetzt gehen wir mal in die Nahaufnahme. Also die rechte Hand liegt beim Dämpfen der Saiten immer genau hier. Siehst du? Hier sieht man es wunderbar bei dem Tremolo von Fender. Genau der Bereich vor den Seitenreitern hier. Dieser Metallbereich. Da kommt deine Hand hin. Da wird die Saite abgedämpft. Nicht hier. Da kommt ja kein Ton raus, wenn du das machst. Wenn du jetzt hier zum Beispiel da kommt ja nichts raus. Ne? Wenn du jetzt meinst, beim Rhythmus, dann ist das okay, wenn du hier stoppst. Ne? Wenn du die Saiten hier stoppst im Rhythmus. Aber im Solo-Bereich ist das Abdämpfen der Saiten oder Rockgitarre, ne? Hier immer. Ne? Genau hier. Das hört man ganz genau, wenn ich jetzt spiele. Hier klingt es nicht und hier beginnt der Klang. Das musst du nach Gehör entscheiden, wo deine Hand hinkommt. Das ist jetzt abgedämpft. Und ihr seht, hier bewegt sich meine Hand. Genau hier. In dem Bereich vor den Reitern. Da nicht weiter vorne. Dann klingt es dann nicht. Ne? Das zu dem Thema. Oh je, was haben wir denn hier? Christian, ich habe leider eine Unterarmsehnenentzündung bei meiner Anschlaghand. Nicht nur die Gitarre spielen, auch durch Sport und Arbeit. Lieber Christian, hier ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich gleich nochmal anspreche. Also ganz wichtig ist, in allem, was wir tun, in allem, was wir machen, ist, dass wir hier uns aufwärmen. Ne? Oft ist es so, dass es gibt zwei Faktoren, die diese Entzündungen entstehen durch, ich muss hier mal kurz das Fenster schließen. Ne, im Sommer habe ich jetzt die Fenster offen. Da draußen sind die Leute wieder am Rasenmähen. So, und ich brauche hier Ruhe, damit ich hier konzentriert bei der Sache sein kann für euch. Ne? Oh, die Kamera, die wechselt die Farben. Ich habe also hier so ein rotes Gesicht. Das ist ja gar nicht normal. Ne? Egal. Schauen wir mal, dass das Ganze hier dort. Mann, wie sehe ich aus? Hier, das gibt's ja nicht. Okay. Ja, wir können damit leben, oder? Dass die Kameras, das sind halt Webcams. Ne? Zwar hier mit super Licht ausgeleuchtet, aber ich hoffe dann mal, dass das Bild okay ist für euch und ich nicht aussehe wie es. Unterarmsehnenentzündung bei der Anschlaghand. Nicht durch Gitarre spielen, auch durch Sport und Arbeit. Also, oft ist es so, dass diese Entzündungen entstehen, wenn man die Sehne überreizt hat. Ne?
Also hier der Tipp natürlich für euch alle, immer achtsam üben, achtsam beim Sport sein und vor allen Dingen die Hände aufwärmen. Dieses Aufwärmen ist ganz entscheidend dafür, dass ihr keine Probleme habt. Und diese Entzündungserscheinungen entstehen durch Überbeanspruchung. Das ist eine natürliche Reaktion des Körpers. Ich hoffe, ich wünsche, dass niemand das bekommt. Ich selbst habe das noch nicht gehabt. Ich habe mal einmal übertrieben mit meinem Ringfinger und der war dann entzündet, aber das hat sich nach 4 Wochen wieder gelegt. Also entzündet in der Form, dass ich Ablagerungen, Wasserablagerungen im Finger hatte und der Finger doppelt so dick war. Aber das ist schon 30 Jahre her und ich habe nie wieder mal diese Probleme gehabt. Steve, hi Horst. Wie erkennt man am besten, ob die Saiten dumpf klingen? Meine klingen halt nicht mehr so hell wie am Anfang, aber dumpf höre ich irgendwie nicht raus. Das geht so, indem du zum Beispiel mit einem Plektrum, ich nehme jetzt mal ein Plektrum, ein dünneres, ich nehme mal das hier, und wenn du dann die Saiten so abcheckst, ja, und wenn du noch schön diese Höhen hörst, wenn du mit dem Teil hier drüber gehst und das noch richtig hell klingt, dann kannst du die noch problemlos spielen. Aber wenn du das hier machst, oder hier, und es kommen keine Höhen mehr raus, es ist also muffig und dumpf, spätestens dann Seite wechseln. Aber, also die sind hier noch gut. Die sind noch schön drahtig. Also ich sage immer so, wenn sie noch drahtig klingen. Also die dicke E-Seite hier wird jetzt langsam dumpf. Aber die habe ich auch jetzt schon 3 Monate drauf. Ja? Das hört man zum Beispiel, hör mal. Aber wenn ich jetzt ich gehe in die Zwischenposition und spiele dann. Na, hörst du es? Also nochmal. Du musst das testen auf den ummantelten Seiten auf der E-Gitarre. Also hier spiele ich 7, 6, 5 und dann picke ich kräftig nach unten. Okay? Und dann hörst du, wie so diesen Snap, ne? Dieses Tak, Tak. Ne? Als ob ich die Saite reiße. Und wenn ich jetzt auf die Dicke komme, wird es ein bisschen dumpf. Hör mal hin. Hörst du das? Die A-Seite und die D-Seite sind noch gut. Das ist ein Zeichen für mich, in ganz kurzer Zeit müssen die Seiten ausgetauscht werden. Da ist die dicke E-Seite ist eigentlich jetzt schon dumpf. Ne? Also das ist der erste Test hier, ging es noch. Die zwei sind jetzt hört man es. Mit dem Plektrum nicht, ne? Mit meinem V-Pick, weil das eben ich brauche ein dünneres. Ja. Die sind noch okay. Also ich würde sagen, die dicke Seite geht noch 2, 3 Wochen, dann ist die hinüber. Also. Ja, so würde ich das machen. Einfach bei allem übertrieben. Der Arzt meinte ja, mal 2 Wochen Pause. Wie viel schmeißt das mich jetzt in meinem Gitarrenspielen zurück? Christian, eine gute Frage. Grundsätzlich, in Zukunft bitte lass das. Ja. Sei kein man könnte jetzt irgendwelche komische Wörter verwenden, aber sei doch so intelligent und clever und lass das in Zukunft. Du tust dir keinen Gefallen damit. Ne? Und du wirst auch nicht besser. Du zerstörst gewisse Dinge und kannst dauerhaft Probleme haben. Ich hatte einen Schüler aus Karlsruhe, der das übertrieben hat, der hat ein Dreivierteljahr nicht mehr spielen können. Ne? 2, 3 Wochen Pause schmeißt dich überhaupt nicht zurück. Eins ist ganz klar. Wenn du einen gewissen Level erreicht hast, der Level verschwindet nicht nach 3 Wochen. Das ist ja einfach nur diese Synapsen, die sich in deinem Gehirn gebildet haben, die sind ja da. Dies bedeutet, wenn du auch 3 Monate oder ein halbes Jahr pausieren würdest, wären die Verbindungen in deinem Gehirn immer noch ziemlich gut. Und wenn du dann 2, 3 Wochen wieder täglich trainierst, dann ist das wieder wie gehabt. Also ich sehe gar kein Problem mit 2, 3 Wochen.
grundsätzlich ist es so, ich habe heute mir die Einführung von Bon Jovi in die Rock'n'Roll Hall of Fame reingezogen, angeguckt und sehr, sehr interessant, was die Musiker gesagt haben, sehr interessant, was John Bon Jovi gesagt hat. Unter anderem hat er eben dieses tägliche Training. Ne? Er hat also mit 16, 17 erkannt, wie ich auch, dass es ohne tägliches Training überhaupt zu nichts bringt. Also wenn man richtig Fortschritt machen will, muss man es täglich tun. Bon Jovi, eine meiner Lieblingsbands in den 80ern und natürlich in den 90ern. Und hab ihn mehrfach live gesehen. Bin ein großer Fan auch von Richie Sambora und seiner Gitarrenspielweise. Okay, Marky, Horst, can I make my licks rock style? Give me a way, please. Show on your guitar. Jetzt haben wir natürlich auch Fragen im englischen Bereich. Einfach mal über den Marky Dog fragt, wie kann ich Licks rockig klingen lassen? Ich soll ihm einen Weg zeigen auf der Gitarre. Jetzt schauen wir doch mal. Ne? The first thing is that you have to have a rock sound. You know? Also das erste, was du haben musst, ist ein Rock Sound. So, jetzt habe ich diesen Fender Verstärker, den ich hier für meinen Clean Sound verwende, einfach einen Verzerrer hinzugefügt. So now when you play the pentatonic scale, it sounds like this. Und schon allein durch den Sound wird just through changing the sound of your amp by playing a Fender, right now I'm playing a clean Fender amp with a distortion pedal. So the thing that I would do, I would just dig into the pentatonic scale. And play it hard. Ja, also ich würde einfach in die pentatonische Tonleiter reingehen mit dem Sound und es einfach mal kräftig picken. Ja. Und schon hast du einen rockigeren Sound. Und dann, and then, when you go into licks, I would suggest that you learn licks from Jimmy Page. Also mein Tipp für jeden, der Rocklicks lernen will, nimmt euch Jimmy Page vor. Er hat also die Blaupause für die Rocklicks geschrieben. Jimmy Page wrote like the blueprint for all the Rocklicks. No? And learn some of his riffs and licks, like. Mouse and wind, gonna make you scream, gonna make you blue. Also Jimmy Page ist der Mann, der die geilsten und coolsten Rocklicks damals bei Led Zeppelin auf den Markt geworfen hat. Den würde ich mir für Rocklicks angucken. Also, nein, ich meine das mit dem Plektrum dann genau auf dem mittleren Picker. Jetzt verstehe ich. Ja, es geht ja mehr um das Spielen. Ne? Mit Spielen meine ich, wenn du jetzt in der Mitte hier spielst, das ist ein normales Phänomen, weil beim Spielen mit einer 3-Pickup-Gitarre hast du immer die Schwierigkeit, dass hier in der Mitte der Pickup wenn der ein bisschen hoch geht, zum Beispiel irgendwie Malmsteen, der dreht den mittleren Pickup ganz flach runter. Ne? Also mit ganz flach meine ich, der spielt den eigentlich gar nicht. Ne? Aber im Blues ist der mittlere natürlich einer der schönsten. Ja? Ja, was kann ich sagen? Also hier in der Mitte mit dem mittleren Pickup,
ist eine Gewöhnungssache. Ich glaube, mit der Zeit, es ist so ein bisschen Millimeterarbeit. Hat jeder die Schwierigkeit mit, manche spielen deswegen die Telecaster, weil sie eben den Pickup hier in der Mitte nicht mögen. Ne? Aber hey, das ist so ein kleines Handicap. Genauso wie viele den Hebel nicht reinmachen. Ne? Viele machen den Hebel nicht rein und gewöhnen sich nie dran, trotz Tremolo-Hebel hier cool zu spielen, weil der sie stört. Ne? Andere stören sich auch an dem Volumenpotti. Ne? Also hier immer die Hand so ein bisschen anlüpfen. Das habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Ne? Sodass ihr dann, und den Hebel im Tremolo immer drin lassen, damit ihr euch an diese Bewegung gewöhnt. Schaut mal hier. Der Hebel ist drin, ne? Und egal was ich spiele, seht ihr, wie meine Hand hier, der Finger hier, über den Volume-Potti und über den Tremolo-Hebel drüber geht. Also dieses Anlüpfen ein bisschen hier, da gewöhnt man sich dran. Ne? Das ist also nicht unmöglich. Ne? Beobachtet den Teil meiner Hand. Wenn ich den jetzt flach liegen lasse, dann stoße ich an den Hebel und an den Volume-Potti. Also das ist so mein Tipp, wenn du eine Fender-Gitarre spielst, den Hebel drin lassen. Dann gewöhnst du dich daran, dass er da ist. Gibt es eine Übung, Trick, um den richtigen Druck auf den Saiten auszuüben? Ich drücke immer zu fest, dann klingt es nicht sauber, da Gitarre alles verstärkt. Wolfgang hat eine gute Frage hier. Hallo, also gibt es eine Übung, Trick, um den richtigen Druck auf die Saiten auszuüben? Ich drücke immer zu fest. Also, da gibt es keinen großen jetzt Trick, was man da sagen kann, aber einfach, und das ist, ja, ihr hört mich dieses Wort öfters benutzen, das ist eigentlich relativ einfach. Du musst aber lernen, dynamisch zu spielen. So wie wir dynamisch reden, also mal laut, ja, und dann mal ganz leise. Das ist eigentlich der Tipp, ist, dass du dich zwingst, wenn du einen stärkeren Anschlag hast, dann zwing dich erstmal ein bisschen sanfter zu spielen. Mach mal dickere Saiten auf deine Gitarre, vielleicht 11er. Es kommt darauf an, wenn du jetzt 9er drauf hast und mit zu viel Druck spielst, dann klingt das nicht sauber, das ist klar. 10er könnten helfen bei 9ern, und wenn du 10er spielst und immer noch zu fest anschlägst, dann probier mal 11er Saiten. Ja. Und mit 11er, glaube ich, ist das schon mal viel, viel besser. Und dann beim Üben, dynamisch üben. Jetzt spiele ich mal die Pentatonik, unser Lieblingstonleiter mit Blue Notes, und ich spiele es mal ganz leise. Und jetzt mit voller Power. Ne? Und es macht auch ein typisches Gitarrensolo so spannend und interessant für dich als Zuhörer, wenn der Gitarrist, der spielt, die Dynamik verwendet. Ne? Ganz gefühlvoll. Also beim Üben, du übst deine Tonleiter beispielsweise und dann spielst du das ganz gefühlvoll.
Dann einen Durchgang mit Power. Dann versuchst du so leise wie möglich. Ja, also. Und das auch bei Riffs. Wenn du Riffs spielst, nehmen wir mal ein paar Klassiker. Und wenn du jetzt Riffs spielst und dann ich spiele jetzt mal Rebel Yell, ne? Und spiele das mal ganz gefühlvoll am Anfang. Und dann mal ein bisschen mehr Druck. Ja? Und dieses Gefühlvolle, ne? Wenn ich jetzt zu stark reinhau, dann kommen die Saiten an die Grenze. Also ein super Tipp wäre, wenn du dich an diese Dynamik ranmachst und damit übst, wäre dann, dass du anfängst, dickere Saiten auf deine Gitarre zu ziehen. Das hilft dir. Das hilft dir wahrscheinlich enorm. Einfach mal 11er draufknallen. Tim Göbel. Hallo, gibt es Übungen, um schneller auf Geschwindigkeit zu kommen? Bei Sachen wie Metallica, also nicht beim Solo. Ja klar, lieber Tim. Ich bin jetzt auf der Strat, aber ich gehe jetzt mal auf einen fetteren Sound hier. Mal gucken, was ich hier im Angebot noch habe. Oh ja, irgendwo hatte ich doch so einen richtigen... Wow. Okay, ich habe jetzt Single Coils, aber du verzeihst mir, oder? Tim. Also, mein Tipp ist zum Beispiel, nimm dir, also Metallica die sind ja im Spitzenbereich mal auf Tempo 200 unterwegs. Irgendwo, ne? Ich zeige euch mal kurz Tempo 200 mit einem Metronom. Starten wir es mal hier. Ich hoffe, ihr könnt das dann auch hören. Gehen wir mal auf Tempo 200. Wow, jetzt muss ich mal ein bisschen hochklicken hier. Oder machen wir 180. Ne? 180 mit Schlagzeug. Okay? Go! Und dann nimmst du dir einfach mal ein E. Da sind wir jetzt immer noch ein Tick unter dem Originaltempo. Ich glaube nicht, dass es über 200 geht, aber das ist natürlich brachial. So, und wenn wir jetzt hier starten bei Tempo, machen wir 120, dann klingt das so. Ich gehe mal auf Szene 2. Und dann trainierst du dich hier. Dann trainierst du dich auf dem Level, bis du das 10 Durchgänge fehlerfrei spielen kannst. Und dann erhöhst du das Tempo auf dem Metronom auf Tempo 130, also gehst schon 10 Schritte hoch. Und dann probierst du einen Durchgang. Und so weiter. Dann gehst du immer hoch, immer hoch. Irgendwann bist du dann, sagen wir jetzt mal, machen wir 160. Da wird es schon interessant. Warum ist
ist Metallica zum Beispiel so gut, weil du fast nur Downstrokes hast. Also du spielst nur nach unten. Deine Rhythmushand wird extrem gut bei diesen Abdämpfen und Spielen. Und jetzt machen wir mal Tempo 200 hier. Aber muss ich mich jetzt da durchklicken oder was? Kann das sein? Ja, klicke mich mal hoch hier auf Tempo 200. Ein paar Klicks noch. Gleich haben wir es. So, das wäre jetzt Tempo 200. Und um auf so ein Tempo zu kommen beim Üben, musst du immer darauf achten, dass wenn du die Tempis trainierst, ja, und du anfängst hier mit der rechten Hand die Lockerheit zu verlieren, dann hast du dieses Tempo noch nicht genug geübt. Das ist alles, okay? Also dann gehst du wieder 10 Schritte zurück und bleibst auf dem Tempo, wo du das gerade noch so super locker spielen kannst für ein paar Minuten. Und dann gehst du, wenn das geht, nicht am gleichen Tag, aber vielleicht 2 Tage später, wieder um 10 Schritte oder manchmal nur 5 hoch und trainierst das. Und jetzt machen wir Tempo 200. Das ist in etwa, glaube ich, sind wir im Bereich des Originaltempos. Und so arbeitet man sich dann in diese Tempi hinein, in 10er Schritten. Und wenn das Ursprungstempo für dich noch nicht locker funktioniert, dann geh runter auf Tempo 80, Tempo 100. Aber übe es bitte auf diese Art und Weise und so wirst du dann auf Geschwindigkeit kommen. Und noch ein Tipp, du musst nicht alle Songs von Metallica üben. Bleib bei so einem Lied wie Master of Puppets, da ist ja im Grunde genommen alles schon drin, was Metallica ausmacht. Und bring das auf Tempo. Ja, bring das sauber auf Tempo. Okay? Ich hoffe, das hat dir geholfen. Dieter, du hast doch auch das Line 6 UX2, hast du dafür von dir erstellte Presets für Gitarre? Ja, hatte ich jede Menge, aber da ich den Helix jetzt seit 2-3 Jahren verwende, habe ich da diese User Presets sicher ein paar irgendwo rumliegen. Mein Tipp hier, das UX2 bietet sich wunderbar an zum Experimentieren und zum Lernen und zum Trainieren des Gehörs vor allen Dingen. Ein feines Gerät, ne? Mit den Sounds, die da drin sind. Presets sind eigentlich ganz okay. Ich würde einfach an den Presets ein bisschen noch schrauben und sich auf meinen Geschmack einstellen. Aber da gehe ich jetzt nicht mehr zurück und fange da an, jetzt nochmal die ganzen Presets zu programmieren. Ich glaube, mit dem Helix bin ich so gut bedient. Bei den Aufnahmen, also was ihr jetzt hört, ist das UX2 von Line 6. Und das ist dieses Gerät hier. Ich kann es euch auch mal kurz zeigen. Hier, guckt mal hier. Das ist dieses Gerät hier, seht ihr? Da ist es, das UX2. Und mit dem mache ich jetzt meine Stimme und verwende es für Aufnahmen im Gesangsbereich. Ne? Da bin ich jetzt nicht durch den Helix, weil ich in dem UX2 mehrere Preamps habe, also Gesangspreamps. Und ansonsten meine ganzen Gitarrensounds der letzten 3 Jahre, auch für Aufnahmen, ist einfach nur der Helix. Thorsten, zwischen den Belly Cuts hinten und dem Frontbereich des Holz auf meiner Mexico 13 mm. Was ist denn eine HB Strat 2,5, ein Faktor für? Deswegen, Thorsten, ich weiß nicht, was eine HB ist. Das eine Harley Benton wahrscheinlich, ne? Aha, zwischen dem Belly Cut und dem Frontbereich ist das Holz auf meiner Mexico Strat 3 cm und bei meiner, ja, ich denke mal, es gibt nichts Bequemeres jetzt für mich wie die Ursprungs-Belly Cut der Stratocaster. Und ich glaube, dass dieser Ausschnitt hier völlig in Ordnung ist. Wenn die jetzt auf einer HB, tippe ich mal Thomann Harley Benton, wenn die auf einer Harley Benton mehr rausschneiden, dann ist es einfach auch eine Holzersparnis oder weniger. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist die Harley Benton ein bisschen dünner. Ja, also wenn
wenn das Teil hier, ne, die Strat, nicht bequem genug ist, dann, dann kapiere ich nichts mehr, Thorsten. Also das ist, glaube ich, so geschmacksintensive Sache. Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ne? Ich würde sagen, der Formfaktor der Strat ist der perfekte. Ja. Warum jetzt bei den Harley Bentons? Vielleicht müssen die das auch machen, damit es da keinen Stress mit Fender gibt. Ne? Vielleicht müssen die das designmäßig ein bisschen abändern. Da bin ich überfragt. Ja. Es gibt keine komfortablere Gitarre wie eine Fender Stratocaster. Also klar, es gibt Ibanez-Gitarren, die noch dünner sind und komfortabel, aber das ist eine Geschmackssache. Das war damals der absolute Geniestreich an Komfort. Hallo Horst. So, jetzt müssen wir mal wieder gucken hier. Was sind wir denn hier? Klasse, dass du die... Okay, warte mal kurz. Hast du persönlich oder bei deinen Schülern Erfahrung mit Spielen nach einer Verletzung, zum Beispiel Armbruch? Ja, auch erlebt. Ne? Armbruch geht, wie bleibt man ran, wenn man fast keine Songs spielen kann, weil so viele Griffe physisch noch unmöglich sind? Ich selbst habe mir den Arm gebrochen und hier, da sieht man noch die OP-Narbe, hier, da unten. Ne? Und ich habe in meinem rechten Handgelenk noch eine Titanplatte aus Stabilitätsgründen, weil das ein glatter, so ein ganz scharfkantiger Bruch war. Es piepst auch immer am Flughafen, wenn ich durchlaufe. Und ich habe mit der rechten Hand nach einer Woche trotz Gips schon mit leichtem Training angefangen. Also hier ist immer leichtes Training angesagt. Ihr wisst, ich halte sehr viel von diesen Geräten hier, dem Gripmaster. Ich werde hierzu die Tage ein extra Video drehen, wo ich euch zeige, wie ich mit dem Teil trainiere. Da gibt es auch viele Videos, die das nicht richtig zeigen. Ja? Also schon auf eine gewisse Art und Weise, aber nicht wie ich das Teil die Teile hier seit 15 Jahren oder 20 Jahre. Das blaue hier verwende ich seit 20 Jahren und ich glaube, ich habe Erfahrung und kann da mal, ich drehe da aber ein extra Video die Tage, okay? Wenn die Griffe, auf jeden Fall, was du machen kannst, ist mit dem Gerät hier, mit der extra Super Light Version mal anfangen und wieder die Finger, die Muskulatur zu trainieren. Das Teil hier wird auch in der Rehabilitation nach Verletzungen verwendet. Also wenn du einen guten Reha-Spezialisten hast, frag ihn mal, ob vielleicht kriegst du sogar auf der Krankenkasse verschrieben, das Teil kostet ja nicht viel. Grip Master, ne, in der extra Light Version, und damit würde ich anfangen zu trainieren. Okay? Das hilft dir enorm. Und dann Geduld haben und nichts überstrapazieren in der Muskulatur, das geht sonst zu lang. Okay, Johann? Roger, spiele den Helix zum Üben meistens über Studio-Kopfhörer. Gewisse Amps klingen beim Ausklingen des Tons etwas fiezy. Hast du allein einen Tipp, um dies zu reduzieren? Roger, pass auf. Spiele den Helix zum Üben meistens über Studio-Kopfhörer. Gewisse Amps klingen beim Ausklingen des Tons etwas fiezy. Also ein Tipp, um dies zu reduzieren. Ja, geh in die, also das ist bei manchen Amps ist das standardmäßig so, weil die im Original auch so klingen. Dann kommt es natürlich darauf an, welche Gitarre du verwendest. Wenn ich hier, wie jetzt in dem Beispiel, meine Single Coils verwende für den Sound, dann klingt das auch ein bisschen so fuzzy, spitz. Mein Tipp wäre, geh in das Cabinet hinein. Ich zeige dir das jetzt mal, wie ich das machen würde. Achtung, so. Dann gehst du auf das Cab und dann im Cab kannst du das wunderbar machen. Und dann haust du hier einen Hi-Cut rein, ne? Spielst dabei, ne? Und wenn, das hörst du ja jetzt auch, pass auf, wenn ich jetzt spiele und ich ziehe jetzt mal drastisch den Hi-Cut in die Mitte, da wird der Sound schon fetter und noch tiefer. Und schon ist es klingt fast wie ein Hamburger jetzt, aber etwa.
etwa hier ist das Optimum. Ne? Also, ist das ein guter Tipp? Ne? Einfach in die Box reingehen und einen High Cut reinhauen und den Herzfrequenzbereich, den hörst du ganz genau. Noch ein bisschen runter. Hier war's. Ne? Das klingt so wie ein Hamburger. Also das ist ein absoluter Geheimtipp. Ja. Dafür allein hat es sich schon gelohnt, hier einzuschalten, oder? Ah, super. Mir macht Spaß mit euch. Ihr seid klasse. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Freude wie mir. So, also Roger, das war's. Durch den High Cut im Kabinett hast du dieses Britzeln draußen. Ne? Kannst mir jetzt 10 Daumen hoch geben für meine nächsten 10 Videos. Friederike Horst, klasse, dass du die Helix Presets anbietest. Hab mir den Great Clean geholt, ich bin begeistert. Friederike, meine Süße, wenn ich das jetzt so sagen darf, ihr nennt mich ja auch, ihr bezeichnet mich ja auch auf alle Arten. Der Great Clean ist mein Preset Nummer 1, wenn ich live spiele. Der ist es. Damit decke ich die Hälfte meiner Sounds ab. Okay? Great Clean ist der Hammer. Ich werde jetzt die nächsten Tage nochmal gut ein halbes Dutzend Helix Presets auf meine Seite hochladen. Dann könnt ihr da richtig Spaß haben noch mit. Also einige Clapton folgt noch. Meine 2 Bonamassa Sounds kommen die nächsten Tage. Es fehlt noch, was fehlt noch? Metal. Ich mache noch 2, 3 Metal Sounds. Also absolute Begeisterung. Ich glaube, Rebel Yell habe ich auch noch nicht oben. Also, es kommen Hammer-Sounds die nächsten Tage. Ich muss nur die Zeit finden. Ja, also, wenn ihr zu fest drückt, wie Wolfgang jetzt schreibt, mit der Greifhand, dann ist es wirklich so, man spielt mit der linken Hand nicht mit Druck. So, lass mich das nochmal erklären. Ich gehe jetzt auf den Clean Sound hier. Lass mich das, Wolfgang, erklären. Wenn du dir die Top-Leute anguckst, mit Top-Leute meine ich jetzt Clapton oder Bonamassa und so weiter, ne? Wenn du dir das anguckst, dann wirst du immer eine unfassbare Lockerheit im Spiel feststellen. Ja? Und das ist die Krux, die meisten, die Problematik, die meisten haben, ist die, es soll fett klingen und dann spielen wir mit der rechten Hand fett, ne? Also wir spielen laut und mit der rechten Hand fett und wir hauen richtig rein, also wir haben einen hohen Kraftaufwand mit der rechten Hand und wir machen den Fehler, dass wir das auch mit der linken Hand machen. Und das ist diese Balance, B.B. King hat das erklärt, du musst ein Pfund Blei mit einem Pfund Federn ausbalancieren. Also das Pfund Blei ist in der rechten und das Pfund Federn ist in der linken. Du hast einen unterschiedlichen Kraftaufwand. Er hat es irgendwie bildlich wunderbar dargestellt. Und das bedeutet, links locker zu bleiben, rechts mit Kraft zu spielen, das ist wirklich, wirklich schwierig. Also da braucht man Zeit, bis man sich dran gewöhnt. Und mit Zeit meine ich, Routine. Und gewöhn dich zum Beispiel an etwas, jetzt, nehmen wir an, wir greifen diese Woche mache ich Doobie Brothers Long Train Running. Und das ist gar nicht so einfach, ne? Da diese Akkorde und da nicht zu verkrampfen. Ne? Ja, und da muss man wirklich aufpassen beim Greifen, dass man da nicht zu fest drückt, weil sonst hat man Krämpfe. Du bekommst einen Krampf, sogar wenn du so etwas spielst. Nehmen wir mal an, wir machen ein ganz altes, einfaches Beispiel. Ne?
Ja, allein schon beim Riff von Smoke on the Water, weil du die ganze Zeit hier dasselbe spielst im Lied und dann und ihm auf dem Akkord bleibst. Ne? Da musst du wirklich darauf achten, nur den Druck auszuüben, damit der Akkord klingt. Also hier locker greifen und rechts den Druck machen. Also nicht mit übermäßiger Kraft. Das ist nur eine Selbstkontrolle, Geschichte der Selbstkontrolle. Steve, ja, Steve, ganz einfach, geh einfach auf die Suchmaschine und guck dir die Seite von den V-Picks an. Da sind diese Teile hier. Ich habe hier, wie ihr wisst, jede Menge. Hier kann man das gut erkennen. Guck mal hier. Hier, V-Picks, kann man sogar lesen. Das ist jetzt ein dickes Teil hier von 4 mm. Klingt sehr, sehr cool, spielt sich auch sehr gut. Ne? Das ist mein dickstes. Am liebsten spiele ich die kleineren hier, die in der Medium- oder kleinen Größe eigentlich und 2,75 mm dick. Und die machen tierisch Spaß und sie ermöglichen dir, meiner Meinung nach, 10-15% schnelleres Spiel. Und sie haben einfach einen sagenhaften Ton. Das ist meine absolute Empfehlung. Also einfach mal auf die Seite von VPix gehen und dort vpix.com und dort gucken nach den Plektren, die einen ansprechen und dann welche bestellen. Milo, Freek, kannst du mir sagen, was der Unterschied zwischen normalen und Jumbo-Bünden ist? Selbstverständlich kann ich dir das sagen. Ne? Es gibt im Grunde genommen so 3-4 Buntstäbchen-Varianten, die sich etabliert haben. Im Vintage-Bereich, also in Vintage meinen wir Gitarren, die in den 50er Jahre, 60er Jahre rausgekommen sind, meistens von der Firma Fender und Gibson, das waren die Marktführer damals. Dort hast du Folgendes, du hast also nicht mal Medium Jumbos sind erst viel später gekommen, in den 80er, mit Gitarristen wie Van Halen und so. Die haben dann festgestellt, dass wenn der Bund dicker ist, also wenn du eine Gitarre mit dickeren Bünden hast, dass du dann ja, ein bisschen schneller auch spielen kannst. Ne? Also dieses Tapping von Van Halen ist auf so einer alten Fender-Gitarre ein bisschen schwierig, ne? Mit den dünnen. Man nannte die damals sogar Spaghetti-Bünde. Ne? Und auch ein anderes Ding, was noch schwierig ist, wenn du Saiten ziehst mit dünnen Bünden. Und auf dieser Gitarre hier sind jetzt Medium Jumbos. Also das ist eigentlich der beste Kompromiss, den Fender hier verbaut in meinen Augen. Ich hoffe, man kann diese Bünde sehen. Wunderbar, perfekt hier verarbeitet in dieser Custom Shop Strat. Und hier kann man das auch ganz gut sehen, denke ich mal. Das sind jetzt Medium Jumbos, von der Rundung her ein C-Profil, also der Buchstabe C. Und der Vorteil dieser Bünde, die sind etwa 50, also 0,5 mm hoch und knapp 1 mm breit, ist, dass du sehr gut Saiten ziehen kannst. Ne? Zum Beispiel, wenn wir jetzt den klassischen Gilmour-Effekt haben wollen beim Spiel. Und mit klassischer Gilmour-Effekt meine ich, David Gilmour ist jemand, der bis zu 2,5 Töne zieht. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ganzton und wenn ich jetzt
1,5 Ton hochgehe, dann bin ich schon hier oben. Und wenn ich jetzt vom C bis aufs E hochziehe, also 2 Ganztöne, dann siehst du, durch die höheren Bünde, also Medium Jumbos, liegt meine Saite nicht auf dem Holz auf. Und ich reibe da jetzt nicht so stark auf dem Holz durch den Druck, den ich auf die Saite ausübe, weil die Bünde etwa 0,5 Millimeter dick sind, also hoch sind. Und ich tippe mal auf 1 Millimeter breit oder 0,9, etwa um den Dreh rum, oder sind es Inch. Ich bin da auch jetzt nicht absolut absolut auf dem neuesten Stand. Aber ich würde sagen, der Hauptgrund für die dickeren Bünde ist, dass das Ziehen der Saiten ist leichter. Also auf den Vintage-Instrumenten waren schmälere und nicht so hohe Bünde drauf. Das macht das Saitenziehen ein bisschen schwer. Akkorde greifen relativ normal. Und Medium-Jumbo-Bünde sind so ein guter Kompromiss, und die richtigen Jumbo-Bünde, zum Beispiel die 6100er von Dunlop, die sind schon mächtig, die habe ich auf meiner Blade-Gitarre, und die sind zum Solospiel sehr, sehr gut geeignet. Die geben dir fast schon das Gefühl, dass die Gitarre zwischen den Bünden gescallopt wäre, also als ob das Holz weggeschabt wäre. So hoch sind diese Jumbo-Bünden. Also der Hauptunterschied ist das Spielgefühl. Die Jumbo-Bünde sind sehr gut für schnelles Solospiel auf der Gitarre, haben aber Nachteile beim Akkordgreifen. Wenn je höher und dicker der Bund ist und du Akkorde greifst, können die sich dann auch mal, ne, wenn du ein bisschen zu fest drückst, hörst du das? Können die sich ein bisschen verstimmen. Also, jeder Vorteil hat auch irgendwo einen kleinen Nachteil. Letztendlich bei den Bünden ist es eine Frage des Geschmacks und des Ausprobierens, was dir dann gut tut. Hallo Walter, hallo. Optin ist heute in der Stadt. Oh, Wahnsinn. Grüße nach Wien und Grüße uns Bob Dylan. Hallo Willem. Greetings to the Dutchman. So, Schnaken. Also, was haben wir denn hier? Oh, jetzt muss ich aber Gas geben. Ne? Grüße. Alles in Bergischen. Hallo, Servus. Und ich habe mir die Woche ein Audiointerface von Bergen gekauft. Nach langem Suchen bin ich bei Amplitude 4 hängen geblieben. Da bin ich schon mal fast mit überfordert. Nun, diese ganzen digitalen Software, AMP-Software-Pakete, die sind natürlich extrem umfangreich, und das ist wie die Amerikaner sagen, a steep learning curve, also eine steile Lernkurve, die du da gehen wirst. Willem, last fact, when do you play unplugged? Not today, but maybe next time. I think with the electric guitar I'm a little bit more flexible, but hey, I'll do some unplugged stuff soon. Marcel, hallo Horst, hallo Kellergina. Kannst du uns mal dein Gear zu Hause beschreiben, also wie du den Line 6 am PC, habe ich schon mehrfach gemacht, aber jetzt mache ich es mal ganz, ganz schnell. Mein Gear hier zu Hause besteht aus 2 Soundkarten. Die eine Soundkarte, über die du jetzt meine Stimme hörst, ist das UX2 Studio von Line 6. Das liegt hier vor mir. Meine Gitarrensounds hörst du über den Line 6 Helix. An dem Line 6 Helix sind 2 1029 Genelec Studio Monitore angeschlossen. Die habe ich schon seit 20 Jahren, und mit denen bin ich überglücklich. Hier vorne habe ich noch 2 Studio Monitore für Playbacks, zu denen ich dann spielen kann. Die sind auch ganz okay. Das habe ich da bezahlt, ich glaube 300. Und ich habe 2 Monitore hier vor mir. Einen senkrecht, damit ich gut lesen kann, und einen waagerechten, damit ich auch arbeiten kann mit diesen verschiedenen Szenen hier. Das ist auch ganz wichtig, um dir zu zeigen, wenn ich etwas näher rangehen möchte. Ja? Also UX2, Helix, meine PCs sind relativ aktuell, also das ist ein Computer, der jetzt 1 Jahr alt ist, mit einer SSD, damit das Ganze hier reibungslos funktioniert. Und ich denke mal, das sollte genügen.
als Information. Ponte McFarlane muss man leider relativ viel an Software nachkommen. So. Hallo, was verstehe ich nicht in einem 12-Bar Blues, wie am besten über den 4 und 5er improvisiert. Wechseln wir dann zu A in die A-Dur-Pentatonic zwischen den einzelnen E- und Dur-Pentatonic. Lieber René, das ist eine gute Frage, die du da stellst. Also, hier ist eine Fachfrage. Hallo, was verstehe ich nicht in einem 12-Bar Blues, wie am besten über den 4er und 5er Chord improvisiert zwischen dem. Das ist also, das verwirrt ja eh alle. Und die Blueser, die eiern da rum, statt das einfach mal sauber zu erklären. Muss man sich da immer jahrelang durchkämpfen, um herauszufinden, wie das dann tatsächlich funktioniert. Also, was super klingt, ist, wenn du einen Moll-Blues hast. Also, ich will es jetzt nicht auch lang, aber ich werde in der nächsten Zeit immer noch, auch dieses Thema ist eines der nächsten Videos. Aber nehmen wir mal an, ich habe einen Moll-Blues, ein H-Moll, hier H-Moll 7, E-Moll 7, Fis-Moll 7, so, und hier hast du jetzt schon gehört, als ich auf den 5er gegangen bin, habe ich die Pentatonik gewechselt, bin dann in die Fis-Moll-Pentatonik. Bei dem E, also hier oben war ich in der H-Moll-Pentatonik, Position 1. Ich kann das jetzt nicht, weil das dauert ein bisschen zu lang, aber ich lasse mir nur das Beispiel finalisieren hier am Moll-Blues und das tut euch schon ziemlich gut. Also, hier ist meine Pentatonik, Position 1 wäre dann beim H-Moll hier. Okay. Und mit Blue Note. Und dann, wenn jetzt der E-Moll 7 kommt, der liegt hier unten dran, dann spiele ich in derselben Position das hier. Das hört man ja auch. Ne? Das ist die 4. Lage, der 4th Chord. Also allein für den Tipp jetzt, der 4th Chord, ne? Also der 4er, E-Moll 7, spiele ich die 4. Lage der E-Moll-Pentatonik. Okay? Hier. Klar, oder? Ne? Die erste wäre hier, aber ich spiele in der Lage hier bleiben. Das sieht auch immer so verwirrend aus. Die Typen bleiben immer in der Position und man denkt, hä? Wieso klingt das bei dem so cool und bei mir nicht? Ne? Das ist der Grund. Der Grund ist einfach. Die spielen in der gleichen Position jetzt. Die 4. Lage der E-Moll hier. Das siehst du auch ganz gut. Guck mal hier. Ich gehe mal in die Nahaufnahme. Du siehst dann die Form. Guck mal. Das ist ja das, was Hendrix immer gemacht hat. Ne? Und dann haben wir unser 5. Griff, also der 5 Chord. Das ist hier einfach das E-Moll 7 verschoben auf den Fis-Moll, Fis-Moll 7. Und dann guck doch hier, was ich dann mache, ist, dass ich genau in der Position hier die 4. Position der Fis-Moll-Pentatonik spiele. Und dann gehe ich wieder rüber. Okay, so das wäre jetzt ein Beispiel im 12-Takt-Blues im Moll, ja, und im Dur ist es
wirklich so Geschmackssache. Da wird also ganz gerne natürlich das ähnlich gemacht, aber mit der Dur-Pentatonik. Und dann, was die dann reinwerfen, ist zum Beispiel auf dem Vorchord dann in der Position die Moll-Pentatonik. Ne? Einfach ein bisschen ausprobieren, so wie ich das jetzt in Moll gezeigt habe. So ähnlich ist es auch in Dur. Wobei es ja sehr viele Dur-Versionen gibt. Nimmst einfach dann hier. Das hörst du sofort. Und dann auf dem Vierer spiele ich jetzt die statt B-Dur die Moll-Pentatonik. Und dann hier auf dem Fünfer auch wieder Moll oder je nach Geschmack Dur. Also es gibt da keine Gesetzmäßigkeit. Ne? Guck noch mal in einem Blueskurs, schau dir bitte noch mal Tag 9 oder 8 an, wo ich Red House mache von Hendrix. Da ist auch einiges drin. Also, würde jetzt zu lange gehen, dass ich das. Aber ich hoffe, du konntest jetzt schon mal ein bisschen was. Speziell beim Moll Blues war das, glaube ich, jetzt gerade sehr interessant. Mein Physiotherapeut hat auch den Power Grip Master, sehr gut. Fender Fuse ist die Software, mit der man den Mustang. Okay, Dieter Schmitz ist schon sehr umfangreich, man kann das echt schon viel mit Free Content umspielen. Okay. So, jetzt haben wir noch Fragen. Super Helix-Tipp mit dem High-Cut im Amp. Herzlichen Dank, hast die 10 $, hast du dir definitiv verdient. Jo, Dankeschön. Ja, das ist der High-Cut, nicht im Amp, Roger, sondern in der Box, in dem Lautsprecher des Amps. Ja? Im Lautsprecher des Amps mit dem High-Cut arbeiten. Nicht am Amp. High-Cut in der Box. Heute bist du aber voll international. Jo. Ich bin volle Kanne für alle. Okay, wo muss man viel an Software nachkaufen? Okay, so ich glaube, ich habe jetzt all eure Fragen beantwortet. Sehr umfangreich heute mal wieder. Eine Stunde ist auch schon wieder vorbei. Wenn ihr noch 1, 2, 3 Fragen jetzt habt, dann raus damit. Ansonsten war es das für heute und es geht am Mittwoch weiter. Diese Woche bin ich jedenfalls nur zweimal live, weil ich noch einiges vorbereiten muss für das Wochenende. Am Wochenende, vielleicht sind ja jetzt auch ein paar dabei, die am Wochenende hier zu mir kommen. Am Wochenende haben wir den Blueskurs. Der geht Samstag, Sonntag und es sind 20 Teilnehmer hier. Den Helix-Workshop, den mache ich Ende August, wahrscheinlich das letzte Wochenende August, oder das erste September-Wochenende, weil das Wochenende drauf ist dann Guitar Summit in Mannheim und dort möchte ich dabei sein dieses Jahr. Und vielleicht treffen wir uns dann auch dort mal in Mannheim auf dem Guitar Summit. Eine Woche davor mache ich den Helix Workshop. Könnt ihr euch schon eintragen. Und das mache ich, also jetzt, wenn der Blues Workshop dieses Wochenende vorbei ist, dann setze ich die Infos für den Helix Workshop oder Sound Workshop nenne ich den dann, weil es geht nicht nur um den Helix, sondern generell, wie man Sounds erstellt. Den mache ich dann erstes Wochenende im September. So, Friederike, sind das die gleichen Töne wie in der H-Moll-Tonleiter? Im Grunde genommen ja. Danke für die Stunde. Ja, sehr gerne. Ich glaube, das war es jetzt heute für den heutigen Tag. Ich muss jetzt Schluss machen, weil gleich mein Schüler kommt. Mir hat es Spaß gemacht, wieder für euch hier da gewesen zu sein. Es waren sehr, sehr gute Fragen heute. Wir hatten in der Spitze über 90 Zuschauer, das bei diesem sonnigen Apriltag. Herzlichen Dank an alle, die diesmal wieder live dabei waren. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen, ein klein bisschen mehr Wissen, ein bisschen besser werden. Was ich dir wünsche, ist, dass du auf täglicher Basis übst, dass du das Vertrauen in deine Fähigkeiten hast, dass du es steigerst, dass du dran bleibst. Ne? Immer beim Üben bitte nicht vergessen aufzuwärmen. Nicht mit Kraft üben, sondern mit Ausdauer. Ne?
wir brauchen keine Kraft, wir brauchen Ausdauer. Die Drillübungen sind extrem für die Ausdauer. Guck dir nochmal, geh in meinen Kanal, gib in die Suche Drillübungen ein und zieh dir mal diese Videos ein, die bringen eben die Beweglichkeit und die Ausdauer in deine linke Hand. In diesem Sinne wünsche ich euch eine erfolgreiche, schöne Woche mit viel Üben. Und ich freue mich, wenn dir mein Video gefallen hat. Natürlich sind sehr viele Kommentare hier in der Kommentarbox. Aber wenn das Video dann online ist und du das später anguckst, freue ich mich auch auf eine Nachricht von dir. Eine schöne Bewertung ist immer gern gesehen. Und wenn du zu meinen Unterstützern gehören möchtest, dann geh auf meine Patreon-Seite und schau dir an, was wir da für eine tolle Community aufgebaut haben. In diesem Sinne, herzlichen Dank an euch alle, liebe Grüße und bis Mittwoch. Freue mich, wenn ihr beim Tutorial zu Long Train Running dabei seid. Ich glaube, das wird auch wieder ein sehr spaßiges Video werden. Also, ciao nochmal, bis bald, tschüss.